Na also, es geht doch. Hallo meine Freunde. Hola, Madridistas. Real Madrid holt sich den ersten Sieg in der Ära Xabi Alonso mit einem 3:1 Sieg über Pachucas und das, obwohl Real Madrid quasi das gesamte Spiel mit 10 Mann spielen musste. Und natürlich war es nicht einfach, bei über 30 Grad mit 10 Mann dagegen zu halten und Thibaut Courtois musste uns hier und da auch mal retten, das gebe ich gerne zu. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit der Leistung von unseren Jungs. Ich würde sogar sagen, man sieht die ersten Pinselstriche von Xabi Alonsos Fußball. Ja, darüber reden wir natürlich heute in dem Video. Dann schauen wir uns auch an, was war noch bei der Club-WM los, was ist heute los. Heute geht es zum ersten Mal nämlich so richtig ums Eingemachte. Und dann habe ich unter anderem auch noch Interviews für euch von den ersten beiden Torschützen von gestern, Jude Bellingham und Arda Güler. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Danke, danke, danke. Ich werde dieses Video nicht starten, ohne mich dafür zu bedanken, bei jedem einzelnen von euch, dass wir die 10.000 Follower geknackt haben. Ihr seid unglaublich und ich muss mir dafür auch irgendeine Überraschung ausdenken. Bin ich gespannt, was mir da einfällt. Vielleicht ein Live-Dankeschön-Stream oder irgendwas. Wenn ihr da gute Ideen für habt, lasst das bitte in den Kommentaren. Nur bitte nicht noch ein Gewinnspiel, denn erstens, mir geht langsam die Kohle aus. Und zweitens sind Gewinnspiele unglaublich kompliziert. Immer ist irgendeiner böse auf einen oder es ist zu viel. Denn gestern habe ich eine Lektion gelernt. Mit 10.000 Followern ist es doch etwas komplizierter als mit meinen 1.000 etc. Ich hatte euch gesagt, das hellblaue Real Madrid Trikot wird gestern Abend verlost für diejenigen, die mir die besten Ideen für mein YouTube-Video liefern. Ja, und dann stellte sich heraus, dass es über 500 Kommentare waren, die teilweise länger waren, als man sich vorstellen kann. Das kann man als einzelner Mensch nicht schaffen. Deshalb ein Update zu dem Gewinnspiel, weil es ist unmöglich, das alles zusammenzufassen. Da fehlt mir die Zeit, sonst ist das Trikot nächste Saison noch nicht verlost. Ja, also ich werde jetzt Folgendes machen. Jeder, der mitmachen möchte, kann gerne teilnehmen. Und zwar schickt mir eine E-Mail an rocket4@outlook.de oder über Discord. Also ihr könnt gerne in unseren Discord-Server kommen. Die einzige Voraussetzung, die Idee, die ihr für mein Video habt, erklärt die mir per Sprachnachricht. Das ist das Wichtige. Und die Sprachnachricht muss weniger als 30 Sekunden sein. Die besten Ideen davon, mit denen werde ich nochmal connecten, die können dann ihre Idee in einem Livestream in ganzer Länge erklären oder in 5 Minuten, damit es auch alles einen Rahmen hat und die Community soll entscheiden, welche Idee für meinen Kanal die beste ist. Also eine Sprachnachricht, die nicht länger als 30 Sekunden ist, sonst schaffe ich es mit meiner Kapazität einfach nicht. So. Schluss mit mir, danke nochmal, starten wir jetzt mit dem Spiel Real Madrid. Ja, was soll ich sagen? Xabi Alonso lernt wesentlich schneller als ein Carlo Ancelotti und das gestern war das perfekte Beispiel. Schon als ich die Aufstellung gesehen habe, viele von euch auch haben gesehen, ein Rodrigo hat nicht mehr 20, 23, 24 Spiele Zeit, sich zu beweisen. Und wenn er nichts bringt, spielt er trotzdem, weil er Rodrigo heißt. Nein, ein Xabi Alonso hat sich den ganzen Spaß ein Spiel angeschaut und direkt reagiert. Gestern hat Arda Güler, der beste Mann in der zweiten Halbzeit gegen Al-Hilal, von Anfang an spielen dürfen. Das Einzige, was gestern das Spiel ein bisschen beschmutzt, ist, dass man die gesamte Taktik von Xabi Alonso noch gar nicht so richtig sehen konnte, weil Raúl Asensio mal wieder andere Pläne hatte. Das zweite Spiel, die zweite sehr unglückliche Situation von Raúl Asensio und ich habe bei beiden Aktionen ein bisschen gemischte Gefühle. Bei beiden Spielen bietet Raúl Asensio dem Gegner diese Situation an. Sowohl beim Elfmeter gegen Al-Hilal als auch gestern bei der roten Karte macht Raúl Asensio nicht viel. Es war einmal ein kurzer Halter, gestern war es ein kurzer Zupfer. Und ich bin auch ganz ehrlich ein bisschen verwundert, dass die Schiedsrichter, die eigentlich
eine sehr lockere Linie bei diesem Turnier fahren, wo die sehr viel durchgehen lassen, ausgerechnet bei diesen beiden Aktionen so strikt waren, rote Karte, Elfmeter etc. Also ein Raúl Asensio hatte natürlich auch etwas Pech, dass die Schiedsrichter so strikt waren, aber auf der anderen Seite dürfen wir Madridistas uns nicht beschweren. Den Elfmeter kann man pfeifen. Die rote Karte kann man geben. Also es waren auf keinen Fall Fehlentscheidungen. Für mich erschienen die beide etwas hart. Aber ich habe gestern in meinem Livestream schon gesagt, weiß Gott, vielleicht sind das gute Lektionen für einen Asensio, dass er auch diese kleinen Zupfer, dass er den Stürmern in Zukunft gar nichts mehr anbietet. Vielleicht ist das auf lange Sicht gut für Real Madrid. Ja, das hat wie gesagt das Spiel etwas beschmutzt, weil wir konnten nie sehen, wie Real Madrid mit 11 Mann funktioniert hätte so richtig. Aber ich muss sagen, was Real Madrid danach mit 10 Mann gemacht hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und was mir auch gefallen hat, ein Xabi Alonso hat nicht aufgehört, von draußen einzugreifen. Er hat nicht gepanikt, wie es andere Trainer gemacht hätten, ich möchte jetzt keinen Namen sagen, die direkt einen Gonzalo rausgeholt hätten und einen Rüdiger in die Innenverteidigung gesteckt hätten. Oder einen Arda Güler raus und einen Rüdiger in die Innenverteidigung. Und die Spieler haben es ihm gedankt. Gonzalo, wahrscheinlich das beste Spiel, was ich von diesem Jungen je gesehen habe. Der Junge ist ein absoluter Baller, war bei den Toren beteiligt. Das 2:0, das er auf Arda Güler ablegt. Viele von uns haben den gleichen Gedanken, dass ein Kylian Mbappé in der Sekunde den Ball wahrscheinlich nicht abgespielt hätte. Aber Gonzalo ist durch und durch Mittelstürmer, nicht nur für die Assists, die er gibt, wie viel er nach hinten gearbeitet hat, war unglaublich, wie oft er den Ball behauptet hat, wie er den Ball weitergeleitet hat. Ein richtig tolles Spiel von diesem Jungen. Für mich eine Riesenfreude. Ja, wie dem auch sei, wir waren uns gerade über Xabi Alonso am Unterhalten. Er hat nach der roten Karte ein 4-1-3-1 gemacht. Danach hat er Arda auf die 6 getan. Danach hat er gesagt, nee, ich hol Fede Valverde auf die 6. Tu Arda wieder auf die 8. Der hat es ihm mit einem Tor gedankt. Am Ende des Spiels hat er wieder gewechselt auf ein 5-3-1 oder 3-5-1 etc. Ein Xabi Alonso hat nicht aufgehört, der Mannschaft von draußen zu helfen, zu unterstützen. Genau das ist, was ich von meinem Trainer sehen möchte. Und ansonsten muss man auch allgemein sagen, man sieht, wie gesagt, die ersten Pinselstriche. Die Mannschaft war wesentlich kompakter. Wenn gepresst wurde, waren alle vorne. Wenn verteidigt wurde, waren alle hinten. Wenn in einem zentralen Block gespielt hat, die Mannschaft bewegt sich als eine Einheit. Die Distanzen zwischen den Linien sind nicht mehr so wie früher. Und wenn man anschaut, wie Real Madrid den Ball hinten rausspielt, kann man 1:1 die Trainingsübungen, die Xabi Alonso mit der Mannschaft macht, wieder im Spiel sehen. Wie mit Doppelpässen, klatschen lassen, freilaufen, spielen und gehen etc. Wie Madrid sich aus Drucksituationen befreit hat. Mit 10 Mann. Das war beeindruckend. Ich werde euch jetzt hier nicht erzählen, Real Madrid ist angekommen. Wir spielen Xabi-Ball. Nein. Ich habe gestern gesagt, wir sind bei 10%. Ich glaube, Xabi Alonso hat mich ein bisschen mehr überzeugt. Vielleicht sind wir schon bei 15 oder 20% von Xabi Alonso. Trotzdem ist die Entwicklung Courtois wahrscheinlich der MVP, auch wenn Jude Bellingham gewählt wurde. Es ist nun mal im modernen Fußball so, Bellingham hat ein Tor gemacht, ist auffällig. Natürlich kriegt er eher den MVP, obwohl den meiner Meinung nach Thibaut Courtois eher verdient hätte. 10 Paraden, darunter Weltklasse-Paraden. Ganz stark der belgische Nationaltorwart. Und ich sage immer wieder, der beste Torwart der Welt ist für mich Thibaut Courtois. Der zweitbeste ist übrigens für mich Thibaut Courtois, wenn er leicht angeschlagen ist. Ja, wie dem auch sei, in der Abwehr muss ich einen Namen herausnehmen. Und zwar Dean Housen. Was haben wir da bitte für einen Transfer gemacht? Was ist der Junge für einen Baller? Er ist gefühlt der komplette Kontrast zu einem Raúl Asensio. Raúl Asensio immer so aggressiv, auf 180 Grad, wo die Klinge auch mal leider in die falsche Richtung ausschlagen darf. Dean Housen spielt gefühlt mit 30 Puls, trifft immer die richtige Entscheidung, in der Luft eine Wucht, im Spielaufbau überragend. Also Dean Housen, 50 Millionen für einen Verteidiger schienen viel. Aber inzwischen denken viele Madridistas, dass dieser Junge ein Geschenk war für diesen Preis. Ansonsten, Fran Garcia, auch wenn ich immer noch dabei bleibe, für mich hat er nicht die Qualität für Real Madrid, hat ein richtig starkes Spiel gestern gemacht.
Zweikämpfe stark, in den Duellen, wie gesagt, nach vorne immer wieder anspielbar, hinten seine Seite zugemacht. Ich muss, wie gesagt, wie ich letztens gesagt habe, meine Aussagen mit Patatas essen, also mit Kartoffeln. Ich muss sagen, Fran Garcia, tolles Spiel. Besser, meiner Meinung nach, als auf der anderen Seite Trent Alexander-Arnold. Der scheint noch so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten zu haben. Das ist normal. Wenn ein Kylian Mbappé 3 Monate Zeit bekommen hat, müssen wir einem Trent auch die Zeit geben. Trent hat gefühlt vor 3 Wochen noch für Liverpool gespielt und jetzt soll der bei Madrid performen. Nach hinten hat er natürlich seine Schwächen. Nach vorne hat er aber schon seine Stärken gezeigt. Diagos, Flanken, Torbeteiligung etc. Also nach vorne deutlich stärker als im ersten Spiel. Ja, im Mittelfeld. Modric haben ihren Job richtig gut gemacht, nachdem sie reingekommen sind. Vor allem Dani Ceballos hat mir gefallen. Immer seine kleinen Körpertäuschungen, womit er die Gegner ins Leere schickt und dann in die andere Richtung läuft. Oder seine ganzen Pirouetten. Gegen Pachuca sah das gestern echt gut aus. Hat mir gefallen. Ein guter Dani Ceballos ist für Real Madrid natürlich auch ein Gewinn. Ja, im Großen und Ganzen, ja, obwohl ich Brahim nicht vergessen möchte, was der für eine Vorlage auf das 3:0 von Fede Valverde gibt. Das war auf einem Silbertablett. Das war Zucker. Ganz toll von Brahim. Er scheint wieder der Brahim vor 2 Jahren zu sein, der von der Bank kommt und Spiele entscheidet. Und das ist für Madridistas unbezahlbar. Rundum, wie gesagt, bin ich zufrieden mit der Leistung von Madrid. Und ja, jetzt werden irgendwelche kommen und mir sagen, Pachuca hat 26 Mal geschossen, Thibaut Courtois hat 10 Paraden. Ja, wenn du mal Fußball gespielt hast, weißt du ganz genau, bei 30 Grad ist es unmöglich, 11 gegen 10, dass die Gegner keine Chancen kreieren. Im Endeffekt waren das aber fast alles eher so Halbchancen oder wilde Schüsse aus 40 Metern, wo Thibaut Courtois gesagt hat, danke. Also, ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass der Sieg von Real Madrid verdient war. Ja, Real Madrid setzt sich damit an die Tabellenspitze vor dem letzten Spieltag gegen Salzburg. Dieser Spieltag wird um 3 Uhr morgens sein, also bin ich mal gespannt, wie ich das schaffe hinzuschauen. Und immer dann, wenn Real Madrid nicht gegen Red Bull Salzburg verliert, ist Real Madrid für das Achtelfinale der Club-WM qualifiziert. Also ein Unentschieden im letzten Spiel reicht. Und ob es wichtig ist zu gewinnen oder nicht, das kann man jetzt noch gar nicht bestimmen. Denn Real Madrid spielt gegen den ersten oder der zweiten aus der Gruppe von Manchester City und Juventus Turin. Die spielen am letzten Spieltag noch aus, wer der Erster oder Zweiter wird. Das heißt, im Achtelfinale wartet auf Real Madrid auf jeden Fall ein dicker Brocken. Entweder Manchester City, die bestimmt Lust haben auf Rache, oder Juventus Turin. Dann kann Arda Güler gegen seinen türkischen Bruder Kenan Yildiz spielen, der zurzeit in einer absolut überragenden Verfassung war. Ja, ich glaube, das ist ein guter Übergang, um zu den Spielen von gestern zu kommen. Juventus Turin gewinnt 4:1 gegen WAC. Kenan Yildiz, wenn wir gerade über ihn geredet haben, ein Doppelpack und glaube ich noch ein Assist, ein ganz starkes Spiel. Also auch gegen Juve wird es sauschwer, wird ein Trent Alexander-Arnold viel Arbeit kriegen, wenn wir es schaffen. Dann um 21 Uhr natürlich wir mit dem 3:1 Sieg gegen Pachuca. Kurz danach unsere Gruppengegner Al-Hilal gegen RB Salzburg trennen sich mit 0:0. Die Österreicher haben viele überrascht, denn nach dem ersten Spiel von Al-Hilal hat man gedacht, dass die Saudis deutlich stärker sind als die Österreicher, aber ein 0:0. Und am Ende hat Manchester City gestern um 3 Uhr morgens mit 6:0 gewonnen. Ich habe in meinem letzten Video schon gesagt, dieses Manchester City ist ein ganz anderes als letzte Saison. Und ich glaube, die europäischen Duelle Real Madrid gegen Manchester City werden wieder sehr interessant. Ja, heute habe ich gesagt, geht es zum ersten Mal so richtig ins Eingemachte. Und zwar rede ich da unter anderem über die Gruppe A mit Atletico Madrid gegen Botafogo, Paris gegen Seattle. Und das hatte ich euch letztens in dem Video schon erklärt. Wenn Atletico Madrid noch weiterkommen möchte, muss entweder Paris gegen Seattle verlieren, das sehe ich nicht. Ich glaube, Paris wird das Ding heute deutlich gewinnen. Das würde bedeuten, Atletico Madrid muss mindestens mit 3:0 gegen den Tabellenführer Botafogo gewinnen. Ganz ehrlich, sehr, sehr schwer.
sonst könnte die WM für Atletico Madrid schon vorbei sein. Ja, und in der anderen Gruppe, in der Inter Miami, Palmeiras etc. Gruppe, spielen heute die Tabellenersten Palmeiras und Inter Miami gegeneinander, allerdings um 3 Uhr morgens, also für uns neutrale Zuschauer sehr, sehr schwer zu schauen. Und alles könnte passieren. Im anderen Spiel spielt nämlich Porto gegen Al-Ahly und könnte Palmeiras oder Inter Miami noch einholen. Es sei denn, die beiden einigen sich auf ein Unentschieden, dann wären beide qualifiziert. Ja, das ist das, was es zur Club-WM zu sagen gibt. Und heute habe ich mir mal wieder einen Zuschauerkommentar ausgesucht. Und zwar den vom lieben Zinkai, der geschrieben hat: Tut mir leid, Mario, aber Ardas Zeit ist leider bei Real Madrid abgelaufen. Arda hat sich zwar körperlich, physisch gut entwickelt, aber Tempo hat er leider nicht. Auch bei Xabi Alonso wird er nicht gesetzt sein. Denn wenn er diese Saison Real nicht verlässt, dann wird seine Karriere leider den Bach runtergehen. Die Gefahr ist, dass er dann bei Frankfurt, Stuttgart oder in Frankreich in der 2. Liga landet. So. Und dieses Konzept, diesen Kommentar habe ich mir ausgewählt, weil ich diesen Kommentar in verschiedenen Varianten schon sehr oft bekommen habe. Arda fehlt das Tempo. Erstens, dieses Tempo hatte Arda bei Fenerbahce. Das ist ein großes anderes Thema. Also erstens glaube ich, dass dieses Tempo wiederkommen kann, wenn seine Methodik zu trainieren sich etwas ändert. Aber abgesehen davon, ob er das Tempo hat oder nicht, ich nenne euch jetzt mal 2, 3 der wahrscheinlich größten Mittelfeldspieler aller Zeiten. Toni Kroos, Luka Modric, Xavi, Iniesta, Pirlo. Arda ist schneller als die alle. Also, um einfach mal zu zeigen, wie absurd dieser Gedanke ist. Um ein Weltklasse-Fußballer zu sein, musst du nicht schnell sein. Es gibt wenige Positionen, wo du unbedingt schnell sein musst. Man könnte auch denken, ein Mittelstürmer muss sehr, sehr schnell sein. Aber nein, zum Beispiel ein Zlatan Ibrahimovic war absolute Weltklasse und war nie der Schnellste. Im Gegenteil, sogar eher langsam. Und es gibt sogar Flügelspieler, das ist die Position, wo du meiner Meinung nach wohl am ehesten schnell sein musst. Es gibt in der Geschichte des Fußballs auch Flügelspieler, die nicht super schnell waren, aber mit ihrer Art und ihrer Methodik, Fußball zu spielen, den Fußball super gespielt haben oder Champions League gewonnen haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass ein Arjen Robben langsam war, aber nach seinen Verletzungen war er nicht mehr der Schnellste und trotzdem war er einer der besten Flügelspieler der Welt. Auch ein Lamine Yamal, okay, der ist zwar schnell, aber ist jetzt auch nicht super schnell und mit seiner Art Fußball zu spielen, setzt er sich trotzdem durch. Also dieser Grundgedanke, dass man, um sich bei Madrid durchzusetzen, bei Barca durchzusetzen, Bayern etc. schnell sein muss, der stimmt einfach nicht. Kommt mit dem Gedanken weg. Aber wie gesagt, ich werde demnächst eher ein Video machen, wo ich über diese Veränderung der Körperlichkeit von Arda, Vini, Rodrigo etc. mal reden werde. Aber ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Und für mich, wie gesagt, ist das Quatsch, dass man schnell sein muss. Und das hat die Geschichte des Fußballs schon bewiesen. Ja. Und kommen wir jetzt, wenn wir schon mal über Arda reden, zu seinem Interview. Er wurde gestern unter anderem gefragt, was hat Xabi Alonso mit dir vor, was hat er besprochen? Und hören wir uns die Antwort des jungen Türken einmal an. Wir sind glücklich, wir haben ein schwieriges Spiel gewonnen. Obwohl wir mit 10 Mann spielen mussten, zeigte die Mannschaft eine starke Leistung. Wir hielten als Team zusammen und ich bin glücklich, weil ich ein Tor erzielt habe. Natürlich sind wir sehr neugierig auf deine Beziehung zu Xabi Alonso. Es ist zwar noch ganz neu, aber im letzten Spiel hast du in der 2. Halbzeit 45 Minuten gespielt. In diesem Spiel standest du in der Startelf. Wir sind gespannt, wie eure Beziehung ist. Schon durch die Spielminuten, die ich bisher bekommen habe, spüre ich das Vertrauen des Trainers. Dieses Vertrauen gibt mir zusätzliches Selbstbewusstsein und Motivation. Wir sind immer in Kontakt. Auf welcher Position soll ich spielen? Was erwartet er? Was kann ich leisten? Wir sind ständig im Austausch. Im Moment läuft alles sehr gut. Ada, 2 Fragen interessiert mich. Wie ist deine Beziehung zu Xabi Alonso im Training? Welche Aufgabe verlangt er von dir auf dem Spielfeld? Unser Plan zu Spielbeginn war heute, dass ich das Tempo mehr kontrolliere. Ich habe defensiver gespielt als sonst auf meiner Position, also auf der 6 oder 8. Er vertraut auf meine Spielintelligenz und Passfähigkeiten. Ich versuche das zu zeigen. Im Moment möchte er, dass ich das Spiel mehr kontrolliere und das Tempo bestimme. Xabi Alonso vertraut mir, vertraut meiner Fußballintelligenz, vertraut meinen Pässen, vertraut meinem Fußball und er möchte, dass ich den Takt vorgebe.
Genau das, was ich im Livestream oder eben gesagt habe. Ein Arda Güler, das war kein Zufall, dass er sich nach hinten hat fallen lassen, wie ein Toni Kroos, um das Spiel von hinten aufzubauen, zu verteilen. Das ist die Rolle, die ein Xabi Alonso dem Arda mitgeteilt hat. Für mich eine Riesenfreude, denn ich bin der Meinung, letzte Saison gegen Barcelona im Pokal, gegen Getafe etc. hat er gezeigt, dass das eine seiner großen Stärken ist. Und wenn er diese große Stärke so verbessert, dass er trotzdem vorne auftaucht und noch Tore schießt. Überlegt mal, was wir für einen Fußballer, was wir darüber reden. Ein Toni Kroos hat man sehr selten vorne im 16er gesehen, hat hier und da mal ein Tor gemacht. Aber Arda Güler ist ja gefühlt einer der größten Torschützen in unserer Mannschaft und das, obwohl er hinten den Spiel aufbaut. Also, für diejenigen, die gestern ein bisschen Angst hatten, weil Arda ja gesagt hat, wenn ich nicht spiele, muss man über alles nachdenken. Ich habe euch ja gestern schon beruhigt mit der Aussage von Xabi Alonso in der Pressekonferenz. Ich hoffe, ich kann euch hiermit auch beruhigen. Ihr habt selber gehört, Arda ist glücklich, er ist viel wichtiger für die Mannschaft und Xabi Alonso hat einen genauen Plan mit dem jungen Türken. Ja, und dann hatte ich euch noch versprochen, dass wir uns auch über Jude Bellingham unterhalten, denn er hat gestern in der Pressekonferenz das bestätigt, was ich euch schon vor über einem Monat gesagt habe. Hört da einmal rein. Ja, danke, dass du nachgefragt hast. Ja, es ist jetzt alles in Ordnung. Ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, an dem der Schmerz nicht mehr so schlimm ist. Es ist eher das Genervtsein vom Verband und davon, ständig daran zu ziehen und dass andere Spieler daran ziehen und dass er sich verschiebt. Manchmal wird es einfach anstrengend. Und natürlich ist es in der Hitze wirklich hart. Ich verliere so viel Gewicht und schwitze und so weiter. Aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe eine Operation nach dem Turnier geplant. Ich glaube, ein paar Tage danach haben wir sie angesetzt, natürlich nach dem Finale. Dann werde ich operiert und lasse das Ganze reparieren. Also ja, darüber bin ich wirklich froh. Das war schon lange überfällig. Ich glaube, meine Geduld mit der Schiene ist jetzt am Ende. Die Physiotherapeuten und Ärzte hier waren unglaublich zu mir und haben mir geholfen, dass ich jedes Spiel spielen konnte. Aber ja, ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, an dem ich bereit bin, eine freie Schulter und sozusagen einen freien Körper ohne die Schiene zu haben. Ja, Jude Bellingham sagt selber, er weiß nicht, ob er es sagen darf, aber nach der Club-WM ist ein Termin vereinbart. Er wird sich nach der Club-WM operieren lassen, kurz nach dem Finale. Er hofft natürlich, das Finale zu erreichen, das hoffen wir alle. Danach wird es die OP geben. Diese Info, wie gesagt, die habe ich euch schon vor einem Monat gesagt. Jetzt habt ihr es aus dem Mund des Protagonisten selber gehört. Eine bessere Quelle gibt es nun mal nicht. Jude Bellingham, nach der WM wird die Operation folgen. Er wird bis zu 3 Monate ausfallen. Auch dafür, für die ganzen Kritiker, irgendjemand muss ja da spielen. Ich glaube, die ersten 3 Monate werden Arda Güler auf dieser Position zu 100% gehören. Oder vielleicht auch einem Brahim. Mal schauen. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Video zu sagen habt. Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Die 10.000 haben wir geknackt. Nächstes Ziel 15.000. Und wir sehen uns, Achtung, übermorgen wieder. Morgen kann ich definitiv nicht. Morgen gibt es auch kein Überraschungsvideo. Morgen hat meine Frau mit mir einige Termine, die wir erledigen müssen. Müssen den Wagen zur Werkstatt bringen, etc. Also einiges drumherum. Morgen gibt es kein Video. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin sage ich: À la Madrid!